Hallo, heute werde ich meine Duschtür einbauen. Diese habe ich für 133 € bei Amazon gekauft. Dies war inklusive Versand nach Luxemburg. Die alte Schiebetür habe ich bereits ausgebaut und alles gesäubert. Wie diese Schiebetür nach 25 Jahren aussah, möchte ich hier lieber nicht zeigen. Als erstes wird kontrolliert, ob die Mauer im Lot ist und die Duschwanne in der Waagerecht steht. Der Rahmen wird provisorisch installiert. Bis zum Wasserhahn wird es mit der Schwenktür sehr knapp. Alles soweit okay, dann können die Bohrlöcher markiert werden. Die fünfeckigen Dübel sehen etwas exotisch aus. Dann nehme ich lieber ein anderes Modell. Es wird nur der rechte Rahmen angeschraubt. Die Schrauben sind hier später versteckt im Rahmen. Das Silikon trage ich bereits vor der Montage auf. Somit ist die Abdichtung breiter und kann nicht so schnell abgehen, als wenn man nach dem Einbau das Silikon nur an der schmalen Leiste aufdrückt. Der Türrahmen wird nun zusammengeschraubt. Die verschiedenen Schrauben werden genau nach der Anleitung verschraubt. Die Scharniere machen einen guten Eindruck. Allerdings ist die Verschraubung etwas knifflig. Mit einer schmalen Kocherklemme klappt es dann trotzdem. Die Glastür wird eingelegt und verschraubt. Die linke Leiste wird jetzt am Türrahmen übergeschoben. Nun kann alles zusammengesetzt werden. Die linke Leiste wird verschraubt und abgedichtet.
Leider kommt die Tür beim Öffnen leicht gegen den Mischer. Da ich den Türrahmen jedoch in der Leiste noch nach links verschieben kann, ändert sich etwas der Abstand. Nun passt alles. Der Rahmen kann mit den Leisten verschraubt werden. Zum Vorbohren benötige ich einen 3,2 mm Bohrer. Keine Ahnung warum, aber dieses Zwischenmaß befindet sich auch in meinem Bohrerset. Vorsichtig bohren, damit man das Profil nicht komplett durchbohrt. Wenn man eine Seitenwand verschraubt, ist besonders darauf zu achten, dass man nicht die Scheibe angeht. Dies ist mir beim Schwiegervater passiert. Die komplette Scheibe zersprang und es müsste eine neue her. So die Abdeckklappe drauf, Silikon in allen Ecken. Der Schwallschutz wird angebracht. Da die Tür mehr als 1,90 Meter hoch ist, lasse ich den oberen mal weg. Da spritzt sowieso nichts über. Hier meine verwendeten Produkte für den Verputz. Einmal Silikon der Marke Primaster und ein Silikon aus dem Praktiker und Knauf Fugenfrisch. Was die Haltbarkeit dieser Produkte angeht, werde ich dann mal in einem Jahr berichten. So, nach dem ersten Duschtest ist hier ein kleines Problem. Da der Schwallschutz nicht über die Eckleisten der Tür geht, tropft es hier etwas über. Oder das Wasser sickert vielleicht an der Ecke durch. Deshalb wird hier mit etwas Silikon abgedichtet. An den Leisten wird mit etwas Tesafilm die Gummilippe verlängert. 1R für 130 €. Auch nach 6 Monaten gibt es noch immer nichts zu beanstanden. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Abonnieren.